Erst waren die Grünen für die Union und besonders für die CSU ein absolutes No-Go. Jetzt hört sich das doch etwas anders an. CDU-Parteichef Friedrich Merz sieht mit den Grünen auf einmal in der Außen- und Sicherheitspolitik mehr Gemeinsamkeiten als mit den Sozialdemokraten. Mit Blick auf die Wirtschaftspolitik der Grünen aber bräuchte es dann doch einen grundlegenden Kurswechsel, so der CDU-Chef. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der will dann nicht so richtig mitgehen. Mit Blick auf innere und äußere Sicherheit, Migration und das Wirtschaftswachstum sehe er keine Gemeinsamkeiten. Die Grünen liegen in den letzten Umfragen bei nun 13% und haben seit dem Ampelende deutlich zugelegt. Also da ist eine Annäherung, ein Versuch zumindest, aber hilft oder schadet das der Union? Das wollten wir von Ihnen wissen. Hier ist Ihre Stimme. Es hilft der Union. Ja, es hilft vor allem der Union vielleicht nicht ganz mehr in diesen Rechtsruck reinzukommen. Offenheit schadet nicht. Also grundsätzlich müssen alle demokratischen Parteien auch koalitionsfähig sein. Wir sind gezwungen, mit den Grünen Gespräche aufzunehmen, weil sie müssen ja mit irgendjemandem koalieren. Die werden keine alleinige Mehrheit bekommen. Ich höre nur, dass viele CDU-Wähler wirklich sowas wie einen Hass auf Grüne haben. Im Wahlkampf schadet ihr das wahrscheinlich eher. Na, weil die Fronten recht verhärtet sind, würde ich sagen. Und wenn sich die Union eher den Grünen nähert, dann schreckt das wieder Union-Wähler ab. Beide Seiten hätten sicherlich ihre Probleme damit, denke ich mal. Also sicherlich Wähler der CDU würden es nicht mögen, wenn die mit den Grünen zusammen koalieren würden und andersrum das Gleiche. Merz wird dann schon die Grünen in ihren sehr grünen Ansichten sicher stark bremsen. Aber es geht ja auch in anderen Bundesländern funktioniert ja eine Zusammenarbeit CDU und Grüne. Grüne haben sich disqualifiziert durch das, was sie bisher gemacht haben. Kann man nicht deutlicher dokumentieren, die Unfähigkeit, als in der vergangenen Regierung. Und wenn das übertragen werden soll in die neue, wäre schlecht. Dieses Fähnchen nach dem Wind hängen ihnen schon schadet. Dass also sowieso das negative Image von Herrn Merz in den eigenen Reihen ja existiert. Und wenn er jetzt da noch umfällt, wo er immer gesagt hat, niemals mit den Grünen, kann ihm das eigentlich nicht zugute gereicht werden, kann ihm nur schaden.